Liebe werdende Mama, die neue S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin ist im Januar 2021 erschienen und bietet einen neuen, aktualisierten Leitfaden für Hebammen und Gynäkologen für die Klinikgeburt. In diesem letzten Video möchte ich abschließend noch auf ein paar wichtige Dinge nach der Geburt eingehen, die hier festgehalten sind. Unter anderem das Bonding, die Plazentageburt, das Durchtrennen der Nabelschnur, Dampfverletzungen und das erste Anlegen. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin, Entspannungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Außerdem laufen aktuell alle Kurse, die ich gebe, als Online-Live-Kurse. Alle Termine findest du auf meiner Webseite, die ich dir unten in der Beschreibung verlinkt habe. In diesem letzten Video zur S3-Leitlinie möchte ich gerne noch einige wichtige Punkte zur unmittelbaren Zeit nach der Geburt im Kreissaal behandeln. Lass uns also direkt starten. Punkt 1. Die erste Zeit nach der Geburt ist für das Bonding. Die Zeit unmittelbar nach der Geburt ist für das gegenseitige Kennenlernen der Mutter und des Neugeborenen wichtig. Es sollen alle Maßnahmen oder medizinischen Eingriffe auf ein Mindestmaß reduziert werden, um die Trennung oder Unterbrechung des Bondings zu verhindern. Der erste Punkt zur Zeit der Nachgeburtsphase bezieht sich auf das Wichtigste für Mutter und Kind direkt nach der Geburt: das Bonding. Der erste Haut-auf-Haut-Kontakt zwischen Mama und Baby. Hier ist natürlich immer vorausgesetzt, dass es Mama und Baby gut geht und beide nicht medizinisch versorgt werden müssen. Heutzutage weiß man, dass dieser erste Haut-zu-Haut-Kontakt für Mama und Baby sehr wertvoll ist und nicht unterbrochen werden sollte. Das Baby spürt die Wärme der Mutter und kann seine eigene Körpertemperatur besser regulieren. Es hört den Herzschlag der Mama und riecht ihren vertrauten Geruch. Außerdem wird es durch das Atmen der Mama bei kleinen Atemaussetzern, die durchaus normal sind, dazu stimuliert, selber auch wieder zu atmen. Dieses erste Bonding ist also in vielerlei Hinsicht unfassbar wertvoll. Punkt 2. Informationen über aktives und abwartendes Management geben. Hier wird ganz klar empfohlen, dass jede Schwangere nach der Geburt darüber informiert werden soll, dass es in Bezug auf die Plazentageburt 2 verschiedene Vorgehensweisen gibt: das aktive und das abwartende Management. Beim abwartenden Management ist vorausgesetzt, dass die Mama ein geringes postpartales Blutungsrisiko aufweist, damit sie bis zur Plazentageburt nicht zu viel Blut verliert. Sollte das der Fall sein, ist angeraten, dass die Frau in ihrem abwartenden Vorhaben unterstützt wird. Beim aktiven Management soll der Frau Oxytocin oder ein alternatives Mittel verabreicht werden. In diesem Fall wird in der Leitlinie allerdings empfohlen, dass die Nabelschnur nach der Verabreichung abgeklemmt und durchgeschnitten wird. Je nachdem, ob die Nabelschnur bereits auspulsiert ist oder nicht, kann dieses Abklemmen Nachteile für das Baby haben, da noch nicht alles an Blut aus der Nabelschnur zurück zu ihm geflossen ist. Sollte die Gebärende also lediglich die Nachgeburtsphase verkürzen wollen, sollte sie ganz klar über diesen Nachteil informiert werden. Denn vor allem, wenn es der frisch gebackenen Mama gut geht und keine Eile besteht, dass die Plazenta geboren wird, sollte in jedem Fall erst einmal abgewartet werden. Auch in der Plazentaphase hat der Körper einen Plan, der in der Regel sehr gut funktioniert. Wartet man hier geduldig, wird die Plazenta in den meisten Fällen ganz von alleine geboren. Punkt 3. Nabelschnur vor Ablauf von 5 Minuten durchtrennen. Der nächste Punkt der Leitlinie widmet sich der Nabelschnur und wann sie generell abgeklemmt werden sollte. Hier steht, die Nabelschnur sollte vor Ablauf von 5 Minuten nach der Geburt abgeklemmt und durchtrennt werden. Entscheidet sich die Frau, dass die Nabelschnur erst nach Ablauf von mehr als 5 Minuten nach der Geburt abgeklemmt wird, dann sollte dieser Wunsch respektiert werden und die Frau in ihrer Entscheidung unterstützt werden. Hierzu gibt es in der Leitlinie keine weitere Erklärung. Und da stellt sich mir die Frage, warum? Warum sollte die Nabelschnur so früh durchtrennt werden, wenn das Baby doch sowieso bei der Mama auf der Brust liegt? Denn bleibt die Nabelschnur erst einmal intakt, hat, wie bereits erwähnt, das Blut die Möglichkeit, zum Kind zurückzufließen. Außerdem kann das Baby ganz allmählich beginnen, die Atmung auf Lungenatmung umzustellen.
Alles in allem hat das Baby mit dem Ausposieren der Nabelschnur also die Chance, entspannter in der neuen Welt anzukommen und sich in Ruhe anzupassen, ohne Hektik oder Zeitvorgaben. Dieser Punkt der Leitlinie ist daher meiner Meinung nach ganz klar veraltet und sollte dringend überarbeitet werden. Punkt 4. Prüfung auf Dampfverletzungen soll das Bonding nicht stören. Es ist sicherzustellen, dass durch die systemische Begutachtung der Geburtsverletzung das Mutter-Kind-Bonding nicht gestört wird. Eine Ausnahme stellt eine mütterliche Blutung, die eine rasche Versorgung benötigt, dar. Auch dieser Punkt ist sehr wichtig, vor allem im Hinblick auf die Wichtigkeit der ersten Stunde nach der Geburt. In dieser Zeit sollten Mama und Baby nicht gestört werden. Sie sollen sich kennenlernen und ankommen. Natürlich müssen auch eventuelle Blutungen, die durch eine Geburtsverletzung verursacht werden, gestopft werden. Allerdings ist das in der Regel im Kreissaal möglich und das Neugeborene kann bei seiner Mama auf der Brust bleiben. Punkt 5. Erstes Anlegen innerhalb der ersten Lebensstunde. Mütter sollen ermutigt werden, das Kind so früh wie möglich an die Brust anzulegen, möglichst innerhalb der ersten Lebensstunde, um den Beginn des Stillens zu fördern. Vor allem beim ersten Kind sind viele Mamas nach der Geburt ein wenig verunsichert, denn ihr Baby liegt jetzt in ihren Armen. Aber was nun? Es wirkt vielleicht noch sehr zart und zerbrechlich. Leider kennen die meisten Frauen die Empfehlung, das Baby in den ersten 60 Minuten nach der Geburt das erste Mal anzulegen, nicht. Aber genau dann kann der Grundstein für eine gute Stillbeziehung gelegt werden. Und natürlich wirkt sich dieses frühe erste Stillen auch auf das Anregen der Milchproduktion aus. In Kombination mit dem bereits vorhin erwähnten Bonding optimale Voraussetzungen für eine gute Bindung. Außerdem zieht es dein Baby ganz automatisch, quasi auf magische Art und Weise zu deiner Brust hin, wenn es auf der nackten Haut liegt. Nutze also diese wunderbare Chance, die die Natur hier für dich eingerichtet hat. Punkt 6. Die Gebärende soll zu 95% der Zeit 1:1 betreut werden. Natürlich gibt es noch einige andere interessante Punkte in der neuen Leitlinie, aber um alle zu behandeln, sind es einfach zu viele. Ich habe mir daher noch einen kritischen Punkt zum Abschluss herausgesucht, bevor ich mein Fazit ziehe. In einem der letzten Punkte der Leitlinie wird empfohlen, dass unabhängig von der jährlichen Geburtenrate so viele Hebammen in der geburtshilflichen Abteilung anwesend bzw. rufbereit sein sollen, dass zu mehr als 95% der Zeit eine 1:1 Betreuung der Gebärenden gewährleistet ist. An sich ein wirklich guter Punkt, dem ich so nur voll und ganz zustimmen kann. Wenn die Gebärende es wünscht, sollte sie die Chance bekommen, unabhängig davon, wo sie ihr Baby auf die Welt bringt, eine 1:1 Betreuung zu haben. Leider ist diese Empfehlung aufgrund des Hebammenmangels sehr utopisch und für fast keinen Kreissaal umsetzbar. Natürlich kann es vorkommen, dass man Glück hat, 2 Hebammen in Dienst sind und alle anderen Kreissäle leer. Das ist traurigerweise aber wirklich eine Ausnahme. Und immer wieder kommt es vor, dass Frauen über mehrere Stunden ohne Hebamme im Kreissaal sind und sogar weniger als 50% der Zeit eine Betreuung durch eine Hebamme bekommen. Aus diesem Grund finde ich persönlich es sehr wichtig, dass werdende Eltern hierauf bereits in der Schwangerschaft vorbereitet werden und so die Möglichkeit haben, sich mit einem guten Geburtsvorbereitungskurs, wie zum Beispiel einem Hypnobirthing-Kurs, auf ihre Geburt vorzubereiten. Denn nach einem solchen Kurs sind werdende Eltern durchaus in der Lage, mit den erlernten tiefen Entspannungstechniken über längere Strecken der Geburt alleine zu sein und dabei entspannt zu bleiben. Immer wieder liegt das Problem nämlich auch darin, dass werdende Eltern vor allem beim ersten Kind nicht wissen, was sie während der Geburt und im Kreissaal erwartet. Ohne passende Techniken zum Entspannen und zusätzlichem Wissen rund um die Geburt und ihren Ablauf sind sie ohne Hebamme dann schnell überfordert und hilflos. Kommen wir abschließend noch zu einem kurzen Fazit der S3-Leitlinie. Ich persönlich habe mir die S3-Leitlinie hauptsächlich aus dem Blickwinkel der Hypnobirthing-Kursleiterin angeschaut und hier ganz speziell darauf geachtet, was in den Hypnobirthing-Geburtswünschen steht und damit verglichen, was in der Leitlinie empfohlen wird und sich deckt. Und hier gibt es wirklich viele Empfehlungen, die sich mit den Vorschlägen der Hypnobirthing-Geburtswünsche und auch generell mit den Empfehlungen eines Hypnobirthing-Kurses decken und den werdenden Eltern den Rücken stärken. Aber auch wenn ihr keinen Hypnobirthing-Kurs gemacht habt, lohnt es sich, einen gezielten Blick in die Leitlinie zu werfen, um bei eurem Geburtsanmeldegespräch Fragen und Sorgen zu klären und zu erfahren, welche Dinge der Leitlinien eurer Klinik unterstützt und umgesetzt werden.
Wie es aber überall im Leben ist, hat auch diese neue Leitlinie ihre Vor- und Nachteile. Es sind nach wie vor Dinge darin, die sehr schwer bis gar nicht umsetzbar sind, wie die kontinuierliche Hebammenbetreuung während der Geburt. Dann gibt es Dinge, die nach wie vor in der Leitlinie nicht berücksichtigt werden, wie zum Beispiel der Christella-Handgriff oder ein venöser Zugang. Viele Dinge sind somit nach wie vor Auslegungssache und können von Hebamme oder Arzt interpretiert und passend zur Situation angepasst werden. Eine gute Vorbereitung auf die Geburt, die die besten Voraussetzungen für eine interventionsarme und komplikationslose Geburt bietet, finde ich daher nach wie vor unfassbar wichtig. Denn am Ende hat man damit als Gebärende während der Geburt sehr viel mehr selber in der Hand und kann mehr positiven Einfluss nehmen, als man denkt. Eine gute Vorbereitung und viel Wissen rund um die Geburt, den Körper und auch den Geist sind der Schlüssel, dein Schlüssel. Nutze ihn. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video ein Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Hier habe ich außerdem 2 weitere Videos, die auch für dich interessant sein könnten. Bis zum nächsten Video. Deine Marie.